Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, wir sind Susi, Lori und Marco und reisen mit dem Wohnmobil durch Japan. Momentan sind wir an der wilden Ostküste von Hokkaido unterwegs. In einer Region, die selbst für japanische Verhältnisse noch unglaublich ursprünglich und abgelegen wirkt. Unser Wohnmobilvermieter hat uns einen ganz besonderen Tipp mit auf die Reise gegeben. Wir sollen unbedingt eine Bootstour entlang der Küste des Shiretoko Nationalparks machen. Denn viele Bereiche dieser Halbinsel sind vom Land aus kaum erreichbar. Erst vom Wasser aus soll man sehen können, wie beeindruckend diese Landschaft wirklich ist. Steile Felsküsten, Wasserfälle, unberührte Wälder und mit etwas Glück vielleicht sogar Braunbären, die am Ufer nach Nahrung suchen. Genau deshalb gilt der Shiretoko als eine der letzten großen Wildnisregionen Japans. Wir haben total Glück, denn unsere Nacht verbringen wir hier direkt am Hafen von Shari, einem kleinen Fischerdorf an der Küste von Hokkaido. Hier ist alles ruhig und überschaubar und weit entfernt vom Trubel der großen Städte. Fischerboote liegen im Hafen, Möwen kreischen über dem Wasser, ja, und irgendwo da hinten beginnt bereits die raue Küste des Nationalparks. Und morgen wollen wir mit dem Boot hinausfahren und herausfinden, ob dieser Ausflug wirklich so spektakulär ist, wie er uns versprochen wurde. Also, kommt mit an die Ostküste von Hokkaido, zu einem der abgelegensten und vielleicht schönsten Orte unserer bisherigen Japanreise. Ja, das Wetter ist gerade nicht so dolle, aber kann ja nicht immer himmelblau sein. Übrigens, ganz spannend, ne? Wir haben ja direkt am Hafen gepennt, aber in der Regel, und ihr seht ja schon, hier stehen ganz, ganz viele Camper, werden diese Raststätten halt auch einfach dafür genutzt, um hier dann zu schlafen, weil da ist es auch legal. Du kannst hier halt mit deinem Camper auf der Raststätte einfach pennen und du hast dann hier die Klos und Restaurant und so weiter und so fort und Supermarkt. Und es ist verhältnismäßig ruhig auch, ne? Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 große Camper. Beziehungsweise 13 jetzt. Aber was halt auch sehr, sehr beliebt ist, sind diese kleinen Dinger, ne? Also die pennen halt auch in diesen kleinen Kisten. Und da siehst du ja nicht unbedingt, dass es überhaupt ein Camper ist. Aber ich habe gerade von der anderen Seite reingeguckt. Auch da ist ein Bett drin. Und ihr seht das schon hier an der Verdunklungsmatte. Die pennen dann halt auch in diesen kleinen Autos. Und wir haben uns die ja auf der Messe in Tokio angeguckt. Wer die Videos noch nicht gesehen hat, guckt es euch doch mal an. Man kriegt da schon fantastisch viel raus aus solchen kleinen Autos. Also man kann da schon auch auf jeden Fall sehr, sehr gut drin pennen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, was macht ihr denn da auf der Raststätte? Also Entsorgung ist hier auf den Campingplätzen in der Regel noch nicht so üblich, denn hier fährt man eher mit dem Zelt auf den Campingplatz und weniger mit dem Wohnmobil. Das macht man eher hier an diesen Raststätten. Da stehen vermehrt immer sehr viele Wohnmobile. Auf Campingplätzen eigentlich eher Zelte. Deswegen kann man da nicht entsorgen. Oder selten. Ja, eigentlich sitzen natürlich alle aus demselben Grund hier auf diesem Boot. Klar, die Küste des Shiretoko Nationalparks ist schon spektakulär. Steile Felsen, Wasserfälle und eine Natur, die noch weitgehend unberührt ist. Es ist ein UNESCO-Weltnaturerbe. Aber wenn wir ehrlich sind, hoffen wir doch alle auf das eigentliche Highlight. Also Braunbären frei in der Wildnis. Ja, und tatsächlich stehen die Chancen hier gar nicht so schlecht. Auf der Shiretoko-Halbinsel leben mehr als 500 Braunbären. Die Kapitäne kennen die Küste natürlich in- und auswendig. Sie wissen genau, an welchen Stellen sich die Tiere besonders häufig aufhalten. Und wir hatten tatsächlich Riesenglück. Denn schon nach kurzer Zeit entdecken wir direkt am Strand eine Bärenmutter mit ihren Jungen. Und natürlich ist das etwas ganz Besonderes, also wilde Braunbären in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Passiert schließlich nicht alle Tage. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir den entsprechenden Sicherheitsabstand zwischen uns haben. Denn gerade Bärenmütter mit ihren Jungen sind extrem gefährlich, wenn man ihnen zu nahe kommt. Das raue Klima, die dichten Wälder und die vielen Lachse bieten ihnen ideale Lebensbedingungen. Im Frühjahr ernähren sie sich von frischen Pflanzen, Kräutern, ja und später Beeren und Insekten. Und wenn im Herbst die Lachse zum Laichen zurückkehren, beginnt für die Bären die wichtigste Zeit des Jahres. Dann fressen sie sich die Fettreserven für den langen Winter an.
Ja, frag mich nicht warum, aber irgendwie hätte ich jetzt Bock auf Sushi, um mir ein bisschen Winterspeck anzufuttern. Ja, man kann mit dem Auto nicht so in diesen Nationalpark reinfahren. Es gibt einen Endpunkt der Straße, die hört dann irgendwann auf. Und hier vorne ist so ein kleiner Parkplatz. Und da hat man zwei Optionen. Entweder als Laie kann man hier so eine kleine Tour über so einen Steg machen. Das geht so über die Natur hier rüber hinweg. Und man ist geschützt. Hier ist so ein kleiner Stromzaun überall. Das heißt, wir können hier gar nicht von irgendwelchen wilden Tieren angegriffen werden. Denn wir sind hier voll und ganz im Bärengebiet. Man kann allerdings auch eine geführte Tour noch buchen. Die dauert hier 3 Stunden. Und ich zeige das gleich. Das geht da vorne durch den Wald durch. Und da, wo man die Tickets kaufen kann, da hängt auch ein Schild, wann hier das letzte Mal ein Bär gesehen wurde. Heute noch nicht. Aber theoretisch kann man bei dieser geführten Tour dann halt auch mal einen Bär sehen. Da vorne ist der Wald, wo man dann halt durchläuft. Da wir heute Morgen aber schon so eine Tour gemacht haben und die ganze Nummer hier dann nochmal 54 € kosten würde, wenn man die geführte Tour machen würde, haben wir gesagt, ach komm, wir machen hier die günstige Nummer. Und laufen hier einfach nur ein bisschen mal hier den Steg lang. Aber das ist auch wunderschön, ne? In diesem Szenario hier mit den Bergen im Hintergrund und dem Meer vor uns. Also wie ich nach da schaue, sehe ich gleich das Meer. So, wir haben jetzt wieder einen lieblichen Schlafplatz für die Nacht gefunden. Also wieder halt hier so eine Road Station. Wie bei uns so eine Raststätte, nur ohne Tankstelle und eigentlich ist hier auch gar nichts mehr los. Und das ist auch gar nicht das Besondere, was ich jetzt erzählen wollte, sondern das Besondere ist ja hier auf diesen Plätzen, was hier für Autos stehen. Und zwar pennen die alle in ihren Autos. Das finde ich so spannend und spektakulär. Man erkennt es auch immer sofort gleich, weil die Dinger natürlich irgendwie auch so ein bisschen so aussehen, als wenn die darin schlafen. Jetzt guckt es euch an. Also hier in dem kleinen, der ist abgedunkelt, da pennen die drin. Kleines Auto, das daneben, da pennen die drin. Mini-Auto, ne? Mini-Camper. Hier auch wieder kleines Auto, Mini-Camper. Ja, das ist so geil. Also die pennen hier alle einfach in diesen Kisten. Hier die da hinten, die kochen gerade. Auch ein relativ normales Auto, wo drin die schlafen. Und daneben haben wir wieder 3 Minicamper. Minicamper, Minicamper, Minicamper. Sehr süß. Also auch das auch ein Minicamper. Leute, das auch ein Minicamper. Das ist mal ein etwas größerer Camper. Und er hier schläft auch in seinem Auto. Ganz normales Auto. Und dann haben wir hier vorne nochmal so einen ganz kleinen Minicamper. Ich finde das so geil. Also vor allen Dingen hier sieht man sie mal, ne? In Tokio auf der Messe, da haben wir diese Wohnmobilkonzepte noch so ein bisschen belächelt und uns gefragt, wer fährt denn mit solchen Autos durch die Gegend? Da passt ja nichts rein. Man kann nichts mitnehmen und wenn überhaupt nur ein bisschen drin schlafen. Und jetzt sind wir hier mal unterwegs in Japan und sehen hier auf diesen Raststätten fast nur solche Mobile. Also so ein großes Campermobil wie unseren, so ein Wohnmobil, also sieht man relativ selten in der Größe. Ne? Die kleineren schon häufig, aber am meisten diese Minicars. Das ist ja echt verrückt, verrückt, verrückt.
dieses ganze Thema mit dem KK und Schlafen in den kleinen Autos finde ich faszinierend. Funktioniert allerdings in Japan ja auch nur so gut, weil die hier genau diese Orte haben. Also hier so öffentliche Toiletten mit Popo-Wellness. Also die haben halt die richtig guten japanischen Toiletten hier an diesen Raststätten. Und es ist richtig sauber heute Morgen, ist sofort jemand durch. Die ganze Zeit kümmert sich jemand rum, putzt und es kostet halt kein Geld. Ne? Anders als bei uns irgendwie unsere Toiletten, wo du, wenn dann überhaupt geputzt wirst, da 80 Cent zahlen musst. Ja, und dann hier so ein kleiner Markt. Hier kannst du theoretisch frühstücken, aber hier kannst du auch ganz frischen Fisch kaufen. So sieht hier halt so eine japanische Raststätte aus. Das ist schon spannend. Das ist eigentlich ein großer Fischmarkt. Und hier gibt es dann halt Frühstück, Fischbrötchen und all so ein Krams. Nutzen halt auch viele Leute. Und mittlerweile füllt sich auch dieser Parkplatz mehr und mehr. Aber auch das Wetter wird immer schlechter. Die haben uns jetzt unsere Route abgesagt, leider. Wir wollten ja heute noch mal ein bisschen zum Whale-Watching gehen. Oder beziehungsweise mit dem Boot fahren. Und ihr seht schon, da ist das Meer. Das Wetter hat ein bisschen umgeschlagen. Es ist halt sehr diesig und man sieht ab und zu halt auch immer so ein paar Regenfronten. Da hinten wird es richtig schlimm und die haben halt gesagt, auf dem Meer ist das Wetter halt noch schlimmer, sodass sie heute die Tour halt absagen müssen. Ja, wir nutzen das und flüchten dann ein bisschen mal Richtung Süden, weil im Süden soll das Wetter ein bisschen besser werden. Hier im Nordosten sieht es halt leider so aus, als wenn das die nächsten 3 bzw. 4 Tage Scheißwetter bleibt. Und Scheißwetter haben wir jetzt auch keinen Bock drauf, weil da musst du die ganze Zeit in deinem Wohnmobil bleiben und nur Filme gucken. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen hier ein bisschen was von der Insel sehen. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg unten im Süden, so ungefähr 1000 Kilometer von hier. Da ist jetzt Sonnenschein und es sind 28 Grad. Also ungefähr in die Richtung, wenn man jetzt runter guckt. Darunter müssten wir und da wird das Wetter richtig, richtig gut. Keine Ahnung, wie viele Kilometer wir mal heute machen werden, aber vielleicht so 200, 300 Kilometer schon mal Richtung Süden, sodass wir die nächsten Tage dem schönen Wetter folgen und hier uns dem schlechten Wetter ein bisschen entziehen, weil so ist es halt auch echt. Es sind 11 Grad. Guck mal, da vorne ist eine Temperaturanzeige. Das ist auch verrückt, ne? Also unten im Süden von Hokkaido sind jetzt gerade ungefähr fast 30 Grad. Und hier im Nordosten sind jetzt 11 Grad. Also das sind schon auf so einer kleinen Insel krasse Temperaturunterschiede. Ja. Und wie gesagt, Wetter ist scheiße, es nieselt. Ist nicht schön, ne? Will man am liebsten Couch und Sofa machen. Aber wir sind ja nicht für Couch und Sofa hier, sondern um uns Hokkaido etwas besser anzugucken. Alter, und jetzt guckt euch das mal an. Da hat mich einer mal richtig zugeparkt hier. Und das, obwohl ganz schön viele Parkplätze da sind. Toll. Ja, auf unserer kleinen Route machen wir einen kurzen kleinen Zwischenstopp hier, denn, was soll ich sagen, ne? Ist ja nicht so, dass wir uns dreckig fühlen, aber dieses ganze Camperleben lässt einen ja doch immer so ein bisschen auch verkommen und deswegen gönnen wir uns heute mal bisschen algig, aber hier ist ein kleiner Onsen direkt am See. Leute, guckt euch das mal an, was ist denn das für ein Panorama hier? Onsen, direkt am See, ganz allein, in kleine Kabinen.
Wer zum ersten Mal nach Hokkaido kommt, wundert sich vielleicht, warum hier gefühlt an jeder Ecke ein Onsen ist. Die Antwort liegt tief unter der Erde. Hokkaido ist eine der vulkanisch aktivsten Regionen Japans. Magma erhitzt das Grundwasser, das anschließend als mineralhaltiges Thermalwasser wieder an die Oberfläche steigt. Genau deshalb gibt es hier so viele heiße Quellen. Jede mit ihrer ganz eigenen Zusammensetzung und Wirkung. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp im Ikinuyo Onsen. Einfach mal ein paar Tage im Wald verschwinden. Ja, der Weg hier zu dem Campingplatz ist spektakulär. Der geht hier mitten durchs Bärengebiet. Also hier leben überall noch die frei herumtollenden Bären. Also wir sehen jetzt hier keine, aber man kann sich das gut vorstellen, dass jetzt hier jederzeit irgendwo so eine kleine Bärenfamilie sitzt, ne? Das ist hier so dicht und eng bewachsen. Das ist echt krass. Und dann hier so eine kleine Schotterpiste. Oh, ich weiß gar nicht, wie lang geht diese Schotterpiste hier hin? Also schon so 15 Minuten fährt man hier schon diese Schotterpiste. Ne? Also bis halt Zivilisation kommt, dauert ein bisschen. Ja. So, wir sind angekommen. Ich rolle jetzt mal ganz langsam hier auf dem Campingplatz. Wir sind jetzt ja so südlich von Sapporo, der Hauptstadt hier von Hokkaido. Und zwar an einem See im Naturschutzgebiet, beziehungsweise nicht Naturschutzgebiet, sondern hier in so einem Nationalpark. Und das merkt man auch gleich an den Preisen. Die Nacht kostet jetzt hier 30 Euro für uns. Und da sind wir natürlich extrem gespannt, was uns da so geboten wird hier, ne, auf so einem Campingplatz. Was man dann hier so an Umständen erleben darf und wie das alles so aussieht. Camping in Japan ist irgendwie anders, als wir das aus Europa kennen. Und gerade hier auf Hokkaido hat es nun mal einen ganz eigenen Charakter. Hokkaido ist riesig und vergleichsweise dünn besiedelt und voller Seen, Berge, Wälder, ja und weiter Landschaften. Viele Campingplätze liegen deshalb an Orten, für die man in Europa vermutlich deutlich mehr bezahlen müsste. Direkt am Wasser, mit Blick auf die Berge oder einfach mitten in der Natur. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Einige Plätze sind modern ausgestattet und bieten Stromanschlüsse, feste Stellplätze, kleine Hütten und teilweise sogar eigene Wasseranschlüsse. Andere bestehen eigentlich nur aus einer großen Wiese. Manche Campingplätze sind sogar kostenlos oder kosten nur wenige Euro pro Nacht. Hast du Ruhe? Was uns besonders auffällt, ist die Art, wie Japaner campen. Viele kommen offenbar nur für ein Wochenende oder sogar nur für eine einzige Nacht. Vermutlich liegt es auch daran, dass längere Urlaubszeiten in Japan im japanischen Arbeitsalltag für viele Menschen nicht selbstverständlich sind. Umso bewusster scheint hier diese begrenzte Freizeit genutzt zu werden. Und das merkt man schon beim Aufbau. Das Lager wird mit erstaunlicher Sorgfalt eingerichtet und alles scheint seinen festen Platz zu haben. Die Ausrüstung ist meist hochwertig, sauber und häufig bis ins kleinste Detail durchdacht. Zelte, Tische, Stühle, Lampen, Kochgeräte und kleine Regale ergeben am Ende beinahe ein perfektes, eingerichtetes Wohnzimmer unter freiem Himmel. Camping ist hier offenbar nicht nur eine günstige Möglichkeit zum Übernachten. Der Aufbau und die Ausrüstung gehören genauso zum Erlebnis wie die eigentliche Zeit in der Natur. Manche Familien reisen mit erstaunlich viel Gepäck an und richten sich für eine einzige Nacht so gemütlich ein, als wollten sie hier eine ganze Woche bleiben. Please, two marshmallows. Here. Thank you. Welcome. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist super laut.
aber es kommt da irgendwie oben aus dem Baum. Also ich glaube, das sind diese riesengroßen Grillen, die hier sind, die solche Geräusche machen. Hören sich ein bisschen an wie Frösche, aber wie gesagt, ich kenne keine Frösche, die im Baum wachsen. Ist auch gar nicht so spannend. Wir sind immer noch auf diesem Campingplatz. Und jetzt guck mal da bitte. Da grast ein Reh. Das ist jetzt auch gar nicht so spannend, aber spannender ist, dieses ganze Gelände ist ja hier nochmal gegen Bären geschützt mit so einem Elektrozaun, damit die Bären hier nicht reinkommen und man, ja, sich hier sicher fühlen kann. Jetzt frage ich mich allerdings, also ich frage mich halt, ja, hier sind jetzt sogar noch mehr Rehe. Leute, guckt euch das an. Hier, da sind die dann da. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht, ne? Aber da ist ein Reh, da ist noch ein Reh. Ich glaube, da in diesem kleinen Waldabschnitt ist noch eins. Also, nochmal zum Elektrozaun. Hier ist so ein Elektrozaun drumherum, der einen vor wilden Bären schützt. Weil Bären sind hier mitunter auch recht gefährlich, gerade wenn die kleine Kinder dabei, also Jungen haben. Und jetzt ist gerade die Zeit, wo die ihre Jungen austragen. Ja, und wir haben hier Rehe auf dem Grundstück, ne? Ich hoffe, die reden nicht miteinander. Also nicht, dass die Rehe dann irgendwie zu den Bären laufen und sagen, ey, wir haben da übrigens ein Schlupfloch gefunden, wie man auf das Gelände reinkommt. Also wenn ihr Bock habt auf ein paar Camper und die vernaschen wollt, ja, dann könntet ihr hier halt irgendwie mal ein bisschen, ne, verschnabulieren. Entschuldigung. Hier hätte ich Schiss. Ich meine, das ist ja nur wirklich prädestiniert, ne? Absolut, Für Bärchen. absolut. Aber der hat bestimmt eine Glocke und ist total safe. Ey, das ist wie bei diesem Titanic-Witz, ne? Wo die da auf diesem kleinen Floß sind und sagen, mit diesem kleinen Glöckchen, dass das halt irgendwie Bären abschreckt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da brauchst du auch so eine Stadiontrompete, so ein anstatt so ein oder? Oder, weißt du, das ist so ein bisschen wie bei Dinner for One oder so, ne? Wo die dann halt immer so ein bisschen läuten, wenn der nächste Gang kommt. Verstehst du? Die läuten sich selber zum nächsten Gang Ja, ist richtig. und der Bär kommt dann und sagt, das war die Ja, Vorspeise. richtig, richtig. Okay. Ah. Ich möge, nee, warte mal, wie ging das nochmal? Ich mag es, wenn sie schön knacken. Na gut, okay, weiter geht's. Tschüss, Bärchen. Tschüss, Bärchen. Wobei wir haben uns auch sagen lassen, es ist jetzt nicht so besonders mit den Bären, weil hier überall auf ganz Hokkaido laufen freie Bären rum. Also teilweise ist es hier nicht so, dass die Kinder dann schulfrei haben, weil zu viel Schnee da liegt, sondern weil dann halt wieder eine Bärensichtung war. Dann ist halt an dem Tag schulfrei. Und
die Bärchen vermehren sich hier sehr, sehr gut. Also die haben hier ideale Voraussetzungen. Und wir müssen auch echt sagen, es ist halt unfassbar, wie halt eigentlich Natur aussehen könnte. Also nicht nur von diesen ganzen kleinen Insekten, die hier rumlaufen. Gestern Abend ist mir noch so ein Hirschkäfer mitten über den Fuß gelaufen, als ich gerade beim Abwaschen war. Also es ist halt echt Wahnsinn, was hier kriecht und fleucht. Und das ist schon beeindruckend und auch so ein bisschen erschreckend, dass es bei uns nicht mehr so ist. Ne? Weil so fühlt sich hier irgendwie Natur an. So sollte es eigentlich Ja, sein. auch unsere Scheiben, ne? Die sind halt jetzt nicht, weil wir gerade tanken waren, dann machen die immer die Scheiben schön sauber. Aber du siehst hier diese ganzen kleinen Leichenteile auf unserer Scheibe. Das siehst du ja gefühlt in Deutschland fast kaum noch, ne? Nee. Ja. Hier ist das halt. Also man könnte fast sagen, hier ist die Welt noch in Ordnung. Schon ein bisschen. Ja, Ja. fühlt sich zumindest so an, ne? Ja, ist auf jeden Fall sehr, Zumindest die Naturwelt. sehr viel Artenreichtum, Ja. was ich bisher gesehen habe. Also gerade so Insekten. Ja. Ich habe noch nie so viele Käfer von meiner Schulter geschnippt wie Ja, gestern. oder auch, also was wir hier auch gesehen haben schon, ne? Also wir haben hier Füchse, sehr viele Füchse frei rumlaufen sehen. Wir haben hier sehr viele Rehe rumlaufen sehen. Also es ist halt einfach hier wie so ein großes Experiment, wo man uns reingesetzt hat. Wie so ein bisschen bei Jurassic Park. Außer dass jetzt hier das dann keine Dinosaurier sind, sondern andere Tiere. Aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Großzoo, oder? Wie so eine Insel, die vergessen wurde, wo halt irgendwie die Tiere noch so leben. Ja, voll schön. Ja. Absolut. Aber ich würde es gerne echt mal im Winter sehen, ne? Wie sich das hier im Winter so anfühlen muss. Keine Ahnung. Aber man sieht hier, also ich sehe hier quasi hinter jedem Baum schon immer so ein kleines Bärengesicht vorluschern. Drip Bag. Was machst du hiermit? Ich habe dein Bärchenglöckchen.
ja, ich glaube, das werde ich schon sehr, sehr vermissen. Ne? Du rollst hier an so eine Tankstelle ran und dann laufen gleich 3 Leute auf dich zu und sagen, was möchtest du haben, vollgetankt, nicht vollgetankt. Die Scheibe wird hier noch geputzt an der Seite, Luftdruck wird gemacht und so weiter und so fort. Also hier ist noch komplett Vollservice. Das ist echt krass. Ne? Und der Kollege tankt hier, er macht die Scheiben sauber, der Chef ist gerade darüber gelaufen. Das werde ich schon sehr vermissen hier in Japan, das ist schon toll. Also echt Service. Und dann ist er da, der letzte Abend unserer Reise. Und diesen verbringen wir auf dem Parkplatz, den wir schon so gut kennengelernt haben. Und auf dem vor einigen Wochen alles begann. Vielen Dank, dass ihr wieder mit uns Richtung Himmelblau geschaut habt. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bitte helft dem Algorithmus, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, was ihr denn glaubt, wo es als nächstes für uns hingeht. So, wir müssen jetzt eigentlich zum Flughafen kommen, aber ihr seht das schon. Bahn ist rammelvoll. Das ist ja so ein Problem, was irgendwie weltweit alle Städte haben, dass so diese Transportmöglichkeiten des öffentlichen Verkehrs immer viel zu unterdimensioniert sind. Also wir haben bisher jetzt noch keine Bahn gesehen oder keine Lösung gesehen, die halt besser geklappt hat. Bin gespannt, ob die nächste Bahn jetzt auch so voll ist. Wir mit unseren Koffern, das ist natürlich richtig kacke. Aber gut, es ist 18 Uhr Feierabendverkehr. Beziehungsweise jetzt schon 18:30 Uhr. ご案内いたします。白本方面金町線は2階に上がります。 Ja, und ich werde auf jeden Fall einige Dinge sehr vermissen, wie zum Beispiel hier diese öffentlichen Klos, die überall zu finden sind und das sind alles japanische Toiletten. Natürlich richtig gut, ne, mit Popo-Wellen und so. Das werde ich schon sehr vermissen. Ja. Ja. Der Flughafen ist natürlich ganz schön weit draußen, aber wir sind angekommen, zumindest in der Bahnstation vom Flughafen. Ach, und was ich noch vermissen werde, ja, die guten alten Getränkeautomaten, die es hier auch an allen Ecken und Enden gibt. Ich habe noch 8 Yen auf meiner Karte. Ich habe noch 2. Also, das war jetzt das letzte Mal, dass wir durch so einen kleinen Checkout mussten. Das ist schon sehr praktisch mit dieser Bezahlkarte, dass man hier alles oder den ganzen öffentlichen Verkehr mit dieser kleinen Bezahlkarte machen kann. Aber ja, jetzt nähern wir uns dem Terminal 2 und da gibt es wahrscheinlich keinen Checkout mehr. Nur noch einmal Koffer abgeben. Shuttlebus. Ja, da steht unser Flieger. Das sind die letzten Meter auf japanischem Boden. Und dann hat das Ganze hier erstmal ein Ende, ne? Tschüss, Japan. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die aussteigen wünschen, noch schön hören und sagen Tschüss. Our next passenger gets in a few minutes. Hamburg Central Station, your next connection local train to Lübeck to Simon Strand. Departure at 10:06 on platform 6. Take care. Goodbye. Liebe Gäste, unsere Zugfahrt, die endet hier am Hamburger Hauptbahnhof. Wir bitten allen Fahrgästen, dass sie umsteigen. Dear guests, our train terminates here at Hamburg Central. Please leave the train. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da.